Einen schönen guten Morgen aus Minka und das liegt hier. Und ich konnte gerade Marco für 5 Minuten mal die Kamera aus der Hand reißen, weil er den ganzen Morgen schon hier die ganzen Kolibris, die auf unserer Terrasse hier rumfliegen, am Fotografieren ist. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Die Unterkunft hatten wir im letzten Video schon gezeigt, oder? Ich glaube. Wenn nicht, kommt die gleich. Auf jeden Fall liegt Minka hier in der Sierra Nevada und wir werden die nächsten 2 Tage, ja, die 2 Highlights, deswegen wahrscheinlich die meisten Touristen hier in die Stadt kommen, erkunden. Und zum einen sind das die Maruinca Falls und zum anderen den Pozo Azul, das ist eine blaue Lagune, die werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ich chill jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen in der Hängematte, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Und mein Rücken krampft ein bisschen, deswegen machen wir auch die Tour erst ein bisschen später. Das heißt, wir gehen jetzt gleich erstmal Mittagessen noch und machen dann die Tour. Was nicht unbedingt der Tipp ist, weil zum Mittag hin sollen die halt immer relativ voll sein, die Wasserfälle, weil es halt ziemlich warm hier ist und dann gehen die Leute halt immer baden. Gerade am Wochenende, wie es jetzt ist, tummeln sich natürlich dann immer noch mal ein bisschen mehr. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass es dann am Nachmittag vielleicht trotzdem ein bisschen leerer ist schon wieder und ja, das checken wir nachher gleich mal aus. Tipp, bringt euch auf jeden Fall irgendwie Moskitomittel mit, weil hier fliegen ziemlich viele von den Dingern rum. Im Supermarkt gibt es aber auch, haben wir schon gesehen. Ein bisschen traurig, das Restaurant hat heute geschlossen. Läuft bei uns nicht, ne? Nee. Und das, wo wir gestern waren, was auch sehr lecker war, das hat heute auch zu. Das müssen wir erstmal schauen, wo wir noch was zum Beißen herkriegen, bevor wir losziehen. Für 37 Grad ist das eigentlich ganz angenehm, oder? Im Schatten geht, ne? Ja, ne? Nein, auch in der Sonne ist okay. Buenas tardes. Dos limonadas de fruta y el bowl de vegetariano sin queso. Wenn ihr in Kolumbien seid, müsst ihr übrigens unbedingt Coconut Lemonade probieren. Schmeckt super lecker und total erfrischend. Das war ein bisschen reichhaltiger, das Essen, als es geplant war ursprünglich. Ja, und ihr könnt den Weg grundsätzlich aber auch euch mit so einem Mototaxi fahren lassen, wenn ihr jetzt keinen Bock habt zu laufen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Kalorien verbrennen. Von daher laufen wir lieber. Wir sind noch jung, unsere Beine gehen noch. Marco muss jetzt hier nochmal ein Ticket kaufen. Blend euch gleich ein, denn wie viel das jetzt gekostet hat. Wieso schwitzen wir? Weiß ich auch nicht. Wir können nicht cool bleiben bei 37 Grad. Der Eintritt hat ja jetzt 6.000 pro Person gekostet, das sind 1,50 ungefähr, ne? Ja, kommt ungefähr. Von daher ist okay. Jetzt schauen wir mal, ob sich das investierte Geld auch gelohnt hat, ne? Auf jeden Fall für Wegzehrung am Straßenrand ist gesorgt. Wassertempo ist so gefühlt 28 Grad. War da eine willkommene Abwechslung, da wir heute 37 Grad hatten. Und es ist relativ voll, aber es lichtet nicht so langsam. I'd rather be poolside in LA, sipping on something beside my baby, busting through the doors to my valet, wondering when next I should have him taking me. Wir haben uns jetzt gerade hier nochmal so zum oberen Teil des Wasserfalls aufgemacht. Das zweite. Von rein. Vermutlich von rein. War jetzt auch ein bisschen tricky, so über die rutschigen Steine mit Barfuß rüberzukommen und abzuschmieren. Aber hier oben ist es tatsächlich genauso voll. Ich hatte aber auch überhaupt nicht... Ich hatte aber auch überhaupt nicht auf dem Schirm, heute ist ja ausschließlich Sonntag, deswegen sind hier super viele Locals.
Es ist echt voll, aber es ist auch cool. Es ist auch schön, weil irgendwie bunt durchmischt und ja, alle haben Freude. Also ist auf jeden Fall trotzdem cool. Dann gehe ich aus dem Bild. Ja, aber es war aber auch auf jeden Fall total cool, mal die ganzen Locals, also es waren, ich sag mal, zu 95% wahrscheinlich Kolumbianer, würden wir jetzt so sagen, mit den Familien und den Kindern und sie hatten ihr Picknick dabei und war halt auch total schön, das mal zu erleben und darum geht es ja letztendlich auch. Also es geht ja nicht ausschließlich darum, irgendwie ein geiles Instagram-Bild oder so zu haben beim Reisen. Man möchte ja auch gerne sehen und erleben, wie die Menschen leben. Von daher war es halt auch mal cool, jetzt hier zu sein, wo es voll war. Genau. Ja? Wenn ihr das Instagram-Bild wollt, kommt ein bisschen früher, verteilt euch auf die 3 Ebenen. Die letzte Ebene, da sagte der Bademeister, das dauert irgendwie 10 Minuten nochmal. Ja. Aber das war ganz schön steil, das haben wir uns barfuß nicht zugetraut. Der Bademeister ist auch barfuß. Ja, der Wenn wohnt der hier das kann, auch. können wir das auch. Ne? Der wohnt hier. Der kann das. Ja, nee, wir laufen jetzt wieder runter und dann machen wir uns noch ein bisschen was zu essen suchen. Und morgen werden wir dann aber auf jeden Fall früh los, bevor es dann wieder 37 Grad sind, weil da ist die Wanderung etwas länger. Da wollen wir ein bisschen bei kühleren Temperaturen starten. Heute haben wir es jetzt wirklich früh rausgeschafft und machen uns jetzt auf den Weg zu den Marinka Falls. Das ist jetzt auch eine gute Stunde Wanderung, mehr glaube ich nicht. Und hoffen, dass es etwas leerer wird als gestern bei den Naturpools. Ja, hier gibt es auch ganz viele Bambusbüsche, sag ich mal. Und die sind aber riesig groß. Das ist Wahnsinn, das ist total cool. Noch so ein bisschen baff hier. Das ist so, dieser Sound ist echt cool. Also kaum aus dem ersten Waldstück raus. Halte ist schon so richtig und jetzt hört ihr das, glaube ich, auch alle. Geil, ne? Mega. Ja, Eintritt waren jetzt hier 16.000 pro Person. Und es gibt hier dafür aber auch ein Restaurant und Umkleidekabinen und Toiletten und ja, die 2 Stufen des Wasserfalls. Wir sind jetzt hier noch an der 2. Stufe des Wasserfalls angekommen und die ist kleiner und man kann hier aber auch nicht baden, aber richtig schön ist es auf jeden Fall trotzdem. Ja, hier lohnt es sich auf jeden Fall früh herzlich. Ja, also hier solltet ihr definitiv früh herkommen. So schön, also unfassbar schön, Leute, ganz ehrlich. Ja, super. Also der zweite ist so ein Sandstehen, das ist okay, wenn da auch die Leute sind. Und wenn man hier auch mal ein cooles Foto machen will oder so, dann auf jeden Fall Respekt dabei, ne? Ja, was auch noch richtig cool ist, hier von den Marinka-Wasserfällen, da führt auch noch ein Wanderweg bis zu dem Aussichtspunkt Los Pinos. Und das wäre jetzt noch mal so ein 3-Stunden-Track richtig durch den Dschungel gewesen, der auch relativ anspruchsvoll sein soll. Aber Marco hat leider sich einen Nerv im Rücken eingeklemmt, deswegen ja, wird das leider nichts für uns. Und wenn ihr richtig wanderbegeistert seid, dann starten hier von Minca übrigens auch der berühmte Lost City Track. Das ist eine 4- bis 5-tägige Wanderung bis zur Ruinenstadt Ciudad Pereira. Das ist eine alte Ruine von der Tarona-Kultur, die sogar noch mal älter als Machu Picchu in Peru ist. Und ja, aber der Track kostet, glaube ich, 350 € pro Person. Ja, das ist fett.
war uns jetzt dann doch ein bisschen teuer. Aber auf jeden Fall, cool sein. aber wenn ihr richtig gerne wandert, ist das, glaube ich, mal so eine richtig geile Challenge. Also, ist, glaube ich, auch nice. Und vielleicht nochmal der beste Tipp hier für Minka. Es gibt hier tatsächlich eine französische Bäckerei, die vernünftiges Brot hat. Oh. Weil das kolumbianische ist echt nur so ein weiches, zuckersüßes irgendwas. Und das Brot ist auch bei Einheimischen sehr begehrt? Ja, mit Leinsamen und Sonnenblumenkernen und alles drin. Richtig gut. Wir nehmen euch jetzt nochmal mit in die Casa Nummer zum Sundowner. Und ja, Minka hat uns richtig gut gefallen, oder? Wir wären gerne noch ein bisschen länger geblieben, haben jetzt aber gerade unseren Weiterflug schon gebucht. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns aus dem Tayrona Nationalpark dann wieder und schaltet gerne wieder ein. Bis dann! Liken nicht vergessen und abonnieren gerne. Wir freuen uns. Immer.